und herzlich willkommen zu einem neuen Trip Report heute. Ich bin in Kairo ganz alleine hier in der Egypt Air Lounge. Esse eine Kleinigkeit, bin eigentlich schon seit 3 Stunden hier und fliege gleich mit Egypt Air in der 777 in der Business Class. Ungefähr 5,5 Stunden ist die Flugzeit nach London Heathrow. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Und bin auch sehr gespannt, wie die Sitze sein werden. Ich bin dann schon in der A330-300 hierher gekommen und die Sitze waren nun wirklich nicht bequem. Es war auch noch ein Nachtflug. Diesmal ist es ein Tagflug, ist also nicht ganz so wichtig, aber ganz interessant. Ich werde wohl in der Mitte sitzen. Also das wird eine ganz interessante Erfahrung bei diesmal. Na toll, das ist schon Final Call, wobei es heißt eigentlich 7:48 ist Boarding, aber es ist noch 2 Minuten vor. So, nun bin ich endlich drin. Ich habe leider keine Szene drehen können, wie ich reinkomme, denn es war wieder ein riesen Chaos hier in Kairo. Ich weiß nicht, warum die Ägypter sich immer so anstellen. Ich habe meine Drohne dabei gehabt und die ist halt im Handgepäck, weil man es nicht ins große Gepäck tun darf, wegen den großen Lithium-Ionen-Akkus. Ist üblich eigentlich, aber hier in Kairo muss diese Drohne aufgegeben werden. Also sie muss in das große Gepäck, weil sie nicht in die Kabine gebracht werden darf. Naja, das ist hier so. Und dann gab es ein riesen Chaos, hin und her, hin und her. Ich bin natürlich der Letzte gewesen, der hier an Bord kam, deswegen konnte ich auch nicht filmen, weil ich wurde genauestens beobachtet und irgendwie haben die Ägypter immer Angst wegen Spionage. Das stehe ich gar nicht vor. Und wie gesagt, jetzt bin ich drin und zum Glück ist die Kabine doch nicht ausgebucht. Ich habe auf der Seatmap gesehen, dass bis auf die letzte Reihe alles dicht ist. Naja, aber jetzt ist doch noch einiges frei. Übrigens ist die 777-300ER von Egypt Air in einer 232-Konfiguration, ähnlich wie bei Emirates. Und hat 2 Kabinenabschnitte. Ich sitze in der hinteren Kabine. Vorne gibt es auch noch eine reine Business Class. Also dem Chaos hört es heute absolut nicht auf. Jetzt ist doch noch der Platz, wo ich gerade gesessen habe, belegt gewesen. Jetzt musste ich mich wieder zurücksetzen, beziehungsweise sitze jetzt in der Mitte. Ist ja eine 232 und kann leider an keinem Fenster sitzen. Ursprünglich hatte ich ja geplant, weiter vorne in der ersten Kabine zu sitzen, auch in der Mitte, aber da war es mir dann doch zu voll geworden, habe ich mich versucht nach hinten zu setzen, weil es da freier war, aber dann hat irgendwie derjenige, der das umgebucht hat, auch mir nicht gesagt, dass jetzt hinten auch voll ist, beziehungsweise die Leute sind voll nach hinten gegangen ist, also es ist völlig durcheinander hier. Naja, aber jetzt sitze ich hier in der Mitte und es sind ja doch nur 4,5 Stunden bis nach London, das werde ich schon noch aushalten. Leider kann ich halt nicht rausgucken, das ist der Nachteil in der Mitte. An Platz gibt es übrigens so eine Tüte mit einer Decke. Kissen habe ich jetzt noch nicht gefunden und vielleicht gibt es ein Amenity-Kit, das gab es nämlich vorhin, aber da war es auch ein Nachtflug, jetzt ist es ja ein Tagflug, ich gehe mal davon aus, dass es keins gibt. Die Kopfhörer habe ich auch noch nicht gesehen, ach doch, da. Das sind die Kopfhörer, ja mega billig. Ich habe zum Glück meine Bose dabei und kann damit hier gucken. Denn das Entertainment-System ist gar nicht so schlecht. Es gibt einige Filme auf Deutsch, also deutscher Tonspur. Blockbuster, also gute Filme, die ich auch teilweise noch nicht gesehen habe oder jetzt erst geguckt habe auf dem letzten Flug. Und aber auch Serien auf Englisch und Musik kann man hören. Leider keine Flighten mehr, aber die wird ja da vorne angezeigt. Ja, gut. Was gibt es noch so? Da sitze ich der gleiche wie halt in der A330, nur dass es hier eine 232 ist. Aber die Funktion ist ähnlich. Es ist kein flaches Bett, es ist angewinkelt bzw. eine Rutsche. Zwischen 160 und 170 Grad Liegefläche ist teilweise sehr unangenehm. Also wenn man schlafen möchte, fand ich das überhaupt nicht erholsam. Egypt Air fliegt mit diesem Flug übrigens auch nach Los Angeles, also in die USA, über 10 Stunden. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich da hier drin 15 Stunden sitzen müsste, absolut geht gar nicht. Aber sie haben ja jetzt ihren ersten Dreamliner übernommen, also 787-9. Da ist eine richtige Business Class verbaut, nämlich eine Reverse Herringbone, eine 121, wie sie auch bei Qatar Airways und bei vielen namhaften Airlines verbaut ist. Und das nenne ich dann mal gut. Die möchte ich gerne mal probieren, aber das Produkt hier nicht nochmal. حضرة السادة الركاب أسعد الله صباحكم بكل خير. رئيس قائد وطائرة كابتن وائل مخيم مروعبات داقن
Eine Flasche Wasser ist auch an jedem Platz hier. Hier liegt. Und übrigens, es gibt hier kein Welcome Drink in Form eines Champagners. Egypt Air ist eine trockene Airline. Man kann, wenn man möchte, aber sich eine Flasche Bier oder Wein mitbringen. Und man bekommt dann ein Glas mit Eiswürfel und dann kann man es trinken. Ein Erdbeersaft, das habe ich tatsächlich noch nie in einem Flugzeug getrunken. Under the seat in front of you. Make sure your tray tables and screens are stowed and secured. So, wir sind auch schon unterwegs. Jetzt ist es ein bisschen laut hier, aber ich will euch noch sagen, dass die Egypt Air gehört ja zur Star Alliance und wenn ihr mit Star Alliance fliegt oder mit Egypt Air, dann könnt ihr ganz gut Meilen sammeln bei Miles & More Lufthansa, nämlich für die Business Class 200% Status und Prämienmeilen werden euch gut geschrieben bei Lufthansa Miles & More. Das ist eine ganze Menge, wenn ihr zum Beispiel den günstige Fähr von Egypt Air nutzt, die sind meistens sehr, sehr günstig. Ihr werdet zum Beispiel für den Flug von Johannesburg nach London 900 € zahlen müssen. Das wäre jetzt eine Umbuchung, aber das wäre der aktuelle Preis gewesen. Für One-Way ist das schon ziemlich günstig. Return knapp über 1000 €. Das ist schon günstig. Das ist auch ganz oft möglich von Europa aus nach Südafrika oder in die Staaten oder nach Asien. Gut, Egypt Air ist jetzt nicht unbedingt die Airline, die ich bevorzugen würde, aber solltet ihr auf Meilen aus sein, günstig Meilen erfliegen, Statusmeilen, Prämienmeilen, dann wäre Egypt Air eine Alternative für euch. Thank you for your attention and thank you for choosing Egypt Air. Die zwischen den beiden Business-Class-Kabinen sich befindet. Oh, hier gibt es sogar mal ein paar mehr Amenities als im letzten Flug in der A330. Hier gibt es Lufterfrischer, hier gibt es Desinfizierung für die Hände, Seife und ja, das war's. Natürlich Tücher und Wasser und solche Dinge. Becher gibt es hier nicht. Im Amenity-Kit wäre das drin, aber das gibt es auf diesem Flug auch nicht, weil es ein Tagflug ist. Ja, muss man sich dann halt, wenn man es benötigt. Ja, wie gesagt, Egypt Air ist eine trockene Airline, hier bekommt man kein Alkohol, kein Wein, kein Champagner, aber ist auch nicht so schlimm, trinkt einfach nur eine Cola. Doch ein Amenity-Kit, Leute. Es gibt diesmal sogar ein Menü, Leute. Auf dem Flug von Johannesburg nach Kairo gab es irgendwie kein Menü. Da gab es nur die Auswahl zwischen Fleisch, Hühnchen und Fisch. Ohne Menü halt, und jetzt gibt es sogar ein Menü mit einer Getränkekarte dazu auch noch. Also es gibt einen Starter mit Salat und marinierten Shrimps und dann kann ich wählen zwischen wieder Fleisch, Fisch, also Seafood und Hühnchen, aber auch noch eine vegetarische Variante gibt es auch noch, also 4 Stück. Anschließend gibt es dann Käse oder Früchte und ein Dessert.
sein. Wisst ihr doch, für euch muss das ja detailliert aufgenommen werden. Also wie gesagt, es gab 4 Möglichkeiten zur Auswahl. Es wird dann auf einem Teller vorserviert und hier vorbeigefahren kann ich auswählen. Ich habe jetzt das Rindfleisch genommen. Meeresfrüchte haben mir jetzt nicht so zugesagt, aber egal. Schauen wir mal. Gelandet in London Heathrow. Ja, die 5 oder 4,5 Stunden ging relativ schnell rum. Habe viele Filme geguckt, oder 2 zumindest. Wollte eigentlich schlafen, habe ich das doch nicht getan. Es kam da ja noch was zu essen, was ganz okay war. Ich fand die Crew war wieder super nett. Ich dachte eher, mich erwartet so ein bisschen uninteressierte Crew, aber ich war doch ganz nett überrascht. Nur das Essen an sich war wieder nicht ganz so mein Ding. Ja, ich glaube, der kann es nicht unbedingt so mit dem Catering und mit den Sitzen auch nicht, denn hätte ich hier schlafen wollen, hätte ich mit Sicherheit auch nicht schlafen können. Das ist ja wie gesagt eine Rutsche, maximal 170, wahrscheinlich eher so 165 Grad und ziemlich hart. Also nicht so mein Ding. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass mein Gepäck mitgekommen ist nach London. Ich muss da jetzt im Gepäckband beide Koffer holen, plus mein Handgepäck. Das musste ich ja abgeben mit der Drohne drin. Ich hoffe, dass die Drohne auch noch drin ist. Drückt mir mal bitte die Daumen und ja, hier werde ich euch nochmal ein abschließendes Wort dann geben, wenn ich meine Drohne bekommen habe, beziehungsweise ich sage jetzt schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, das muss ich mal wieder sagen, habe ich lange nicht mehr gesagt, drückt den Daumen hoch, denn das ist auch immer ganz, ganz wichtig für YouTube und YouTube-Videos und für halt, damit zeigt ihr mir, dass euch das Video gefallen hat. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Trip-Report wieder. Tschüss. Die beiden hätten wir erstmal. Ich glaube, da kommt er. Was für ein Glück und er ist auch noch schwer, also wird es drin sein. Kontrolliere ich nachher. Glück gehabt. Also, nochmal alles gut gegangen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Dann kann man sie trinken, man bekommt dann ein Glas mit. Kühlwürfeln, Eiswürfeln und dann kann man es trinken.